Bei der Neuplanung oder der Erweiterung von Fabriken können verschiedene Herausforderungen auftreten, die Zeitverzögerungen und Mehrkosten verursachen. Diese entstehen jedoch meist dann, wenn auf veraltete, ineffiziente Prozesse gesetzt wird und moderne, digitale Lösungen ungenutzt bleiben. Ein klassisches Beispiel ist, wenn es zu kurzfristigen Veränderungen in der Planung kommt oder Anpassungen, beispielsweise bei der Auswahl der Transportmittel. Das kann dann Folgen dafür haben, wie die Transportwege genau aussehen. Und wenn das zu spät an Architekten oder Tragwerksplaner kommuniziert wird, dann arbeiten die auf verschiedenen Planungsständen weiter. Und wenn das unentdeckt bleibt, zieht sich das fort bis in die Bauausführung, was dann natürlich erhöhte Kosten und verlängerte Bauzeiten bei der Anpassung zur Folge hat. Um das zu verhindern, setzen die Experten und Expertinnen des Teams Integrale Fabrikplanung auf zeitgemäße digitale Lösungen. Wir arbeiten in der Fabrikplanung auch mit der Methode BIM, Building Information Modeling. Das heißt, wir sammeln Daten strukturiert, teilweise 3D-modellbasiert zusammen und können so alle Informationen der verschiedenen Fachgewerke in einem Modell aktualisiert halten bzw. miteinander abgleichen und Qualitätsprüfungen unterziehen. Uns interessieren da vor allem Revisionsräume, Öffnungen von Fenstern und Türen, aber auch Brandschutz- und Arbeitsschutzinformationen. Und das ermöglicht es uns, die Qualität zu sichern in dem Prozess und rechtzeitig Änderungen an alle Planer zu kommunizieren. Also die Idee hinter BIM ist, dass wir den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes, in dem Fall der Fabrik, verfolgen können. Das fängt an von der ersten Idee und den Anforderungen des Bauherrn über die Planungsphase, die Bauausführung bis in das Management. Und das bedeutet für uns im besten Fall, dass wir am Ende eines solchen Zyklus einen digitalen Zwilling vorliegen haben, sowohl vom Gebäude als auch von der Produktion, so dass wir direkt in den Betrieb übergehen können und der entsprechend kontinuierlich dokumentiert und aktualisiert werden kann. Neben Building Information Modeling verwenden Stefanie und ihre KollegInnen smarte Technologien, die eine optimale Planung im Kontext von Effizienz, Qualitätssicherung und Kostenreduktion ermöglichen. Wir begleiten unsere Kunden in der Regel von der ersten Idee der neuen Fabrik an und haben dafür ein besonderes Werkzeug entwickelt, das digitale Raumbuch. Hier können die Kunden alle ihre Wünsche und Anforderungen an die Fabrik strukturiert einsammeln und wir haben im gleichen Moment, wo diese Anforderung entsteht, auch Zugriff darauf und können die entsprechenden Konsequenzen für, sei es die Materialflüsse oder die Layout-Gestaltung berücksichtigen und das Modell entstehen lassen. Und diese Modelle lassen sich bei uns im Elbe-Dom besonders eindrucksvoll begehen. Es ist ein Mixed Reality Labor, das größte in Europa. Und wir haben hier die Chance, diese Modelle in der Gruppe zu erleben, die räumlichen Zusammenhänge zu erkennen, intuitiv zu erschließen und dieses Erlebnis in Originalgröße mit dem Kunden zu haben. Zudem entwickeln wir unser Vorgehen und natürlich auch unsere Werkzeuge kontinuierlich weiter. Wir konnten gerade ein Projekt starten, in dem wir untersuchen, in welchen Phasen der Fabrikplanung es besonders günstig ist, auf generative KI-Methoden zu setzen. Sie helfen, Experten aufzubauen, mit denen man in Dialog gehen kann, entweder schon in der Anforderungsanalyse, in der Anforderungsaufnahme, aber auch in der Designphase, wo man besonders viel Kreativität noch walten lassen kann. Und wir hoffen einfach damit, unseren Kunden einen noch effizienteren, einen Prozess mit mehr Sicherheiten zu bieten und auch nachhaltige Gebäudeplanungsaspekte mit einfließen lassen zu können.